Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Dünge- und Pflegepläne. Heute geht es um den Professional Pflegeplan. Viel Spaß! Der Professional Pflegeplan richtet sich an alle Rasenbesitzer, die schon ein bisschen Erfahrung haben in der Rasenpflege und das nächste Level erreichen wollen und einfach mehr aus eurem Rasen rauskitzeln wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch sagen, dass dieser Pflege- und Düngeplan meine persönliche Meinung ist, die ich aus jahrelanger Erfahrung in der Rasenpflege gesammelt habe und diese Meinung auch dementsprechend abweichen kann von gewissen Fachmeinungen bzw. Fachempfehlungen. Los geht's mit dem Professional Pflegeplan. Das sind wiederum zwei Pflegepläne. Wir haben einmal einen normalen Pflegeplan und einmal eine Supina Edition. Da ich ja die Poa Supina habe, habe ich ja auch sehr viel Erfahrung für die Supina-Pflege und deswegen werde ich immer wieder mal rüber switchen zu dem anderen Pflegeplan. Ist dieser Pflegeplan für euch? Sind jetzt Fachbegriffe dabei, die für euch zu viel sind, Pflegemaßnahmen zu viel sind, dann empfehle ich ganz klar den Pflegeplan Basic. Dann fangt mit dem an. Seid ihr richtige Profis und für euch ist dieser Pflegeplan noch viel zu einfach, dann empfehle ich euch den High-End-Pflegeplan. Da geht es nochmal eine Stufe weiter. Denn mit dem Professional-Pflegeplan bin ich der Meinung, erreicht ihr circa 70 bis 80% vom gesamten Potenzial, was in eurem Rasen steckt. Und der Aufwand, der Arbeitsaufwand ist deutlich höher als beim Basic. Aber wie gesagt, ihr bekommt dementsprechend auch nochmals einen schöneren Rasen, der allerdings auch etwas mehr Geld kostet im Jahr. Das muss euch klar sein und von dem her würde ich einfach sagen, jetzt legen wir wirklich los. Auch dieser Plan ist ähnlich aufgebaut wie der Basic. Ich fange einfach mal an. Thema Düngen ist sehr wichtig, sehr entscheidend. Und hier kann ich auch euch nur ans Herz legen, nehmt bitte einen qualitativ hochwertigen Dünger, der gleichmäßig ausgebracht werden kann, der die Nährstoffe gleichmäßig verteilt, der alle möglichen Nährstoffe, Spurenelemente etc. beinhaltet. Und deswegen haben wir auch hier wieder unseren Partner Eurogreen gewählt. Da haben wir wahnsinnig gute Erfahrungen in diesem Bereich. Und diese Dünger, die hier im Professional Pflegeplan verwendet werden, sind etwas anders als die Basic. Die sind nochmals spezieller, nochmals besser abgestimmt, bessere Inhaltsstoffe und die haben auch das P56 beinhaltet. Auch hier findet ihr unten dementsprechend wieder eine Tabelle, wann ihr wie viel ausbringen sollt, um dementsprechend nicht zu überdüngen oder euer Gras dementsprechend nicht zu verhungern lassen. Auch hier unterscheiden wir einmal Supina, einmal nicht Supina. Die Supina hat einfach etwas mehr Nährstoffbedarf. Vor allem hat die Supina kürzere Wurzeln und dadurch sind die Nährstoffe schneller nicht mehr verfügbar. Deswegen haben wir hier bei Supina, bei der Supina Edition, die Abstände etwas kürzer gewählt mit etwas mehr Dünger. Ihr beginnt bei Gesamttemperatursummen beim normalen Gras bei 150 Grad. Bei Supina Special Edition fangt ihr an bei 120 Grad zu düngen und die Herbstdüngung bei beiden bitte so spät wie möglich. Ihr solltet noch ca. 10 Grad Bodentemperatur haben. Danach, ähnlich wie beim Bodenaktivator auch, bitte gut einwässern, tiefgründig wässern, damit euer Rasen nicht verbrennt. Bodenaktivator haben wir hier gewählt, einmal im Mai und einmal im September. Da ist die Hauptwachstumszeit vom Gras und da wird der Bodenaktivator auch sehr schnell umgesetzt und aktiviert somit euer Bodenleben. Zum Thema Mähen
sagen wir beim Professional, ihr wollt ja dementsprechend mehr und bessere Qualität erreichen und vor allem auch einen schöneren Rasen erreichen. Deswegen muss man hier im Vergleich zum Basic deutlich häufiger mähen. Ihr mäht bitte mindestens 2-mal, eher 4-mal die Woche. Da reicht aber ein Sichelmäher noch aus bei diesem Pflegeplan. Roboter ist auch okay. Bitte achtet immer auf scharfe Messer, das ist wichtig. Idealerweise ist natürlich ein Spindelmäher, ganz klar. Beim normalen Gras bitte die Schnitthöhe, mögliche Schnitthöhe haben wir jetzt hier gesagt zwischen 25 und 35 mm. Beim Supina, Professional Supina Edition 20 bis 25 mm an mögliche Schnitthöhe. Bitte achtet auch darauf, dass je tiefer ihr mäht, desto intensiver muss die Pflege ausgeführt werden, desto besser muss die Pflege ausgeführt werden und vor allem auch, desto weniger verzeiht euer Gras Fehler und ihr seht es relativ schnell. Dann gibt es natürlich noch eine Spalte Wässern. Wässern ist es sehr wichtig, hier auch deutlich mehr Kreuze drin als beim Basic-Pflegeplan, denn das Wässern nicht nur bei Hitzeperioden, sondern sobald Welkerscheinungen stattfinden oder auftreten, bitte ausgiebig wässern. 15 Liter Minimum pro Quadratmeter, damit ihr wirklich tiefgründig wässert. Beim Supina Edition bitte da weniger Wasser einsetzen und dafür häufiger, also alle 2 bis 3 Tage. Und bei Supina ganz wichtig, dass sie sehr kurze Wurzeln hat. Bei Hitze um die 30 Grad, ich persönlich wässere da täglich mit ca. 7 Liter, weil auch Supina die Hitze nicht gut wegstecken kann und nicht gut verträgt. Lüften, ganz wichtig, brauchen wir nicht drüber zu reden, haben wir auch schon viele Videos gemacht und auch gezeigt. Ich empfehle beim Professional bei beiden, Supina oder nicht Supina, mindestens 3-mal im Jahr zu lüften. Wir haben es hier Mai, Juli und September gewählt. Bitte achtet auch hier auf die Temperaturen. Es sollte natürlich nicht zu heiß sein, vor allem im Juli. Lieber dann aussetzen bzw. verschieben. Ist jetzt auch nicht so elementar wichtig und ihr müsst es jetzt nicht unbedingt einhalten im Juli. Ihr könnt es auch im August oder im Juni machen. Dann Nachsäen. Nachsäen auch hier wieder sehr wichtig, wie im Basic-Pflegeplan auch. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr euren Rasen jung haltet, immer wieder frisches Saatgut reinbringt und auch hier ganz klar bitte kein Billigzeug vom Baumarkt. Nehmt bitte qualitativ sehr hochwertigen Samen und vor allem auch am besten den Samen, den ihr hattet beim Einsäen. Achtet bitte darauf, dass ihr die gleiche Rasenfarbe bekommt, denn sonst bekommt ihr Flecken rein und das sieht dann nicht so schön aus. Bevor ihr jedoch nachsät, bitte einen Regenerationsschnitt machen. Der Regenerationsschnitt ist sehr gut. Dadurch holt ihr einfach mal den Rasen deutlich tiefer. Regenerationsschnitt ist bei mir so circa 50% von der normalen Schnitthöhe. Bedeutet, wenn ihr den permanent auf 30 mm mäht, macht einfach einen Regenerationsschnitt auf ca. 15 mm. Dadurch entfernt ihr mal richtig viel Blattmasse und dadurch ist das Gras gezwungen, neue Seitentriebe zu bilden. Und dann eignet sich auch ideal eine Nachsaat und ideal ein Sanden. Auch hier Sanden am besten am gleichen Arbeitsschritt, also lüften, Regenerationsschnitt, nachsäen, sanden. Das ist ideal und achtet auch beim Sand bitte auf den richtigen Sand. Zwischen 0,2 und 2 mm wäre perfekt. Am besten Quarzsand, kein Maurersand oder irgendwelchen Flusssand nehmen. Geht auch im Regelfall, aber ideal wäre natürlich Quarzsand. Beim Sanden, ich empfehle ganz klar ausbringen mit dem Rasenrakel. Das geht am einfachsten, das geht am besten. Ihr habt wirklich euren Boden danach relativ eben, das ist echt gut.
Und vor allem auch achtet darauf, dass die Halme noch rausschauen. Packt nicht zu viel Sand drauf. Deswegen haben wir auch im September nochmals ein Kreuz in Klammer gesetzt. Ihr könnt auch gerne im September nochmals sanden, je nach Bedarf, je nachdem, wie es euch lieb ist, ob ihr Lust dazu habt oder nicht. Müsst es aber nicht unbedingt machen. Ihr bekommt auch ohnehin so einen sehr schönen Rasen hin. Dann haben wir natürlich noch eine Spalte, der pH-Wert. Der pH-Wert ist sehr wichtig, da haben wir auch mehrere Videos schon gemacht. Der pH-Wert ist wichtig, er sollte nicht zu sehr abweichen. Deswegen, wir empfehlen den pH-Wert ideal zu messen im Februar und dann auch gegebenenfalls zu korrigieren. Ist er zu tief, dementsprechend anheben, ist er zu hoch, dementsprechend Gegenmaßnahmen einleiten, damit er etwas runterkommt. Februar deswegen, weil Februar die ideale Zeit ist, da ist schon sehr lange her, als ihr das letzte Mal gedüngt habt und deswegen auch nichts verfälscht wird. Auch hier haben wir schon mehrere Videos, habe ich schon gesagt, gemacht. Schaut einfach da rein, wenn ihr euch unsicher seid. Ansonsten könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, beantworten wir natürlich alles sehr gerne. Wir haben auch hier wieder alle unsere Kooperationspartner mit Rabattcode etc., auch die ganzen Materialien, wo wir empfehlen, unten verlinkt. Einfach draufklicken, wie gesagt, da ist alles da. Und uns würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr auch den dementsprechenden Rabattcode eingebt. Da unterstützt ihr den Kanal Perfect Green und uns würde es auch freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Kostet euch auch nichts, sondern nur ein Fingertipp oder ein Mausklick und uns wäre damit sehr geholfen. Wenn Fragen sein sollten, einfach in die Kommentare. Wie gesagt, wir antworten auf jedes Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn euch, wie gesagt, dieser Pflegeplan zu einfach war, schaut beim High-End vorbei. War er zu kompliziert, schaut beim Basic vorbei. Ich bedanke mich, bis dann, ciao.